Willkommen zurück bei Laura und Mariano und unserer Katastrophenautofahrt durch Indien. Bevor wir nach Nepal fahren, wollten wir noch eine letzte Stadt besuchen, Varanasi, die am Ganges liegt. Erstes Problem, wir hatten uns ein Hotel rausgesucht, wo wir mit unserem Van parken können. Andere Overländer waren dort auch schon, aber wir haben einfach keinen Weg dorthin gefunden. Von der Autobahnbrücke war es gar nicht so weit weg, auch direkt am Fluss, aber unsere Offline-Karten-App und Google Maps schickten uns beide über einen Riesenbogen durch die schmalsten Straßen, Feldwege, durch zu niedrigen Brücken und so weiter. Wir haben selbst auch auf der Karte nach einem passenden Weg gesucht, aber den gab es einfach nicht. Der Stadtverkehr geht hier ab. Oh Leute, ey, wir kommen einfach nicht zu diesem, also wir wollten zu einem Hotel, wo man schlafen kann und wir kommen da irgendwie nicht hin, weil wir uns dauernd verfahren und so und sind jetzt schon wieder so reizüberflutet mit der Lautstärke, dem ganzen Gewusel, von den anderen Leuten ein bisschen genervt, weil es einfach so viele sind und ja, haben auch sehr gemischte Sachen über Varanasi gehört, deswegen überlegen wir jetzt, das einfach zu lassen und weiterzufahren, weil wenn wir es halt nicht genießen, weil wir einfach durch sind, dann bringt das halt auch nichts. Und ich glaube, es ist wirklich einmalig, das haben viele gesagt, aber es sind dann auch natürlich auch wieder viele Leute, die betteln, es soll voll stinken und so weiter. Und ja, es bringt einfach nichts, wenn wir dabei nur fertig sind. Vielleicht kommen wir irgendwann nach Indien wieder, unter anderen Umständen, nicht mit dem Van. Vielleicht hätte man ja einfach mit dem Zug reinfahren müssen, am Bahnhof ein Hotel haben müssen oder so und dann wäre es was anderes gewesen. Aber jetzt lassen wir es, glaube ich. Motorräder mitten auf der Straße, sodass die Straße halb so breit wird. Super, Leute. Inzwischen waren wir seit 2 Stunden unterwegs und haben einfach keinen Weg überhaupt aus der Stadt rausgefunden. Also der Verkehr hier ist echt der Horror. Und auf Google Maps ist einfach alles rot, weil es hier so langsam vorangeht. Es wurde auch schon dunkel, so lange waren wir jetzt inzwischen unterwegs. Sind wir so auf dem Tuk-Tuk-Umschlageplatz und kommen halt nicht sehr schnell voran. Also es ist einfach wirklich grausam. Voll in der Rush-Hour wahrscheinlich. Jeder drängelt. Alle hupen. Es macht einfach keinen Spaß. Leute parken, wo sie wollen. Das ist auch ein Highlight immer hier in Indien. Naja. Wir lernen Geduld in diesem Land und freuen uns, wenn wir es verlassen haben. Wegen des Ganges und diversen Bahngleisen gibt es viele Nadelöhre, durch die man durch muss, um irgendwie vorwärts zu kommen. Dies war das 3. Mal, dass wir über eine Brücke zwischen den beiden Seiten der Stadt hin und her gefahren sind. Bei dem Anblick des Ufers, wo wir hätten spazieren gehen können, ist uns aber auch wieder klar geworden, dass wir wahrscheinlich dort pausenlos von hunderten Menschen angestarrt worden wären, ständig Nein zu Selfie-Anfragen hätten sagen müssen, also wir uns jetzt eh nicht hätten vorstellen können, dass wir irgendwie Spaß beim Sightseeing gehabt hätten. Vor allem auch, weil überall so ein krasser Lärm herrscht. Irgendwann sind wir dann auch noch in eine ewig lange, super enge Sackgasse gefahren. Wir sind jetzt 3 Stunden später, wir sind richtig fertig, weil wir immer noch in dieser Stadt festhängen. Und jetzt nochmal einen sehr großen Bogen fahren, um überhaupt hier rauszukommen. Also es ist echt unglaublich, was ich jetzt schon sehr oft gesagt habe, aber wir haben uns noch nie in einer Stadt festgefahren. Und wir haben ja dann schon gesagt, wir fahren nicht zu diesem Hotel und schaffen es trotzdem einfach nicht, hier endlich rauszukommen und unsere Ruhe ein bisschen zu haben. Also wieder über den Ganges rüber und irgendwann waren wir ungefähr wieder da auf der Autobahn, wo wir vor einer Ewigkeit versucht haben, in die Stadt reinzufahren. Jetzt mussten wir noch mit einem großen Bogen auf eine Straße, die wieder Richtung Nepal führt, kommen und nach diesem mal wieder katastrophalen Tag in Indien einen Stellplatz für die Nacht finden. Ich verstehe dich nicht. Ja? Englisch? दो मिलता है दो दो Englisch? Tourist? Nee, Tourist? Ja, dann kann ich euch nicht helfen. Ich verstehe euch nicht. Englisch? ले ले सेल्फी सेल्फी ना सेल्फी Nee. Nee. Nee, sorry. Frag mal Kenn warum. Ich ja nicht. Why? I don't know you. Ich will kein Selfie. Nee. Nee, sorry. No thanks. Nee. No thanks, genau. Okay, bye. Das sind jetzt so ganz junge Jungs. Keine Ahnung, nichts zu tun. Warum sind die denn nicht in der Schule am Montagmorgen? Aber die können auch kein Englisch. Und also das Einzige, was sie können, ist
Und Selfie. Und ich war halt so, nee, so warum? Was ist denn? Why are you knocking? Why? Very... Ich verstehe dich nicht. English. I don't speak your language. So geht das dann ewig weiter. Die reden auf ihrer Sprache weiter. Wir verstehen nicht, was die sagen. Sie verstehen nicht, was wir sagen. Für uns wird es dann irgendwann nervig und für die bleibt es aber weiterhin unterhaltsam, weshalb man dann nie alleine gelassen wird. ऑस्ट्रेलिया ले I'm sorry. चोट लगा उसको चोट लगाया दाद Ich weiß, Verband. ये देखा Ah, ob wir einen Verband haben. Ah, nee, sorry. You mean, कोई मदद ना हो भाई no, किसी मदद no. We are camper van, house, not ambulance. एम्बुलेंस नहीं Nee, ये कर दी ambulance, then we bought it हाँ and now it's home. Bed, सोने वाला kitchen. बनारस का दो This is it's our home. खाना होगा Ich habe auch nichts zu essen, nee, नहीं नहीं nee. Sorry. हाँ, पूरे तो We are tourists. टूरिस्ट यार में घूमे आ लेंगे घूमे आ लोग घूमे Tourists through India, Pakistan, Amritsar, Goa, पाकिस्तान से yeah, Germany, हाँ हाँ जो Turkey, Iran, हाँ. Pakistan, हाँ. India, हाँ. and now Nepal. नेपाल से Yeah, Nepal. हाँ ये इंडिया है Yeah, हाँ ये इंडिया है India, Amritsar, Mumbai, Goa. दरवाजा खोल के देखो मैं कितना लोग ए इसमें कितना लोग हैं खोल दो Nee, यार nee. Okay. Ja, jetzt sind die auch so neu. Nee. Private. Nee. ये दिखना चाहते हैं वो कैसा है It's our home. Ich will dich nicht. देखना चाहते हैं जैसे रूम देखते हैं ना रूम दिखाए दे It's our private room. प्राइवेट रूम Ja, Haus. है ये लोग को देखना चाहते हैं एक बार कैसा आपका रूम है Jetzt habe ich versucht, halt voll nett mit diesen Jungs zu reden und denen aber auch so ein bisschen zu erklären, nee, ich will euch jetzt keine Tour geben, weil das ist unser privater Van und unser privates Zuhause erstmal. Und dann fingen sie aber irgendwie an, auf dem Van, also haben da voll hart gegengehauen und sind daran rumgeklettert und so. Und wir haben halt gesagt, lasst es einfach. Und jetzt musste Mariano wieder so ein bisschen lauter werden, damit die das auch wirklich lassen. Aber wir wollen ja, also wie gesagt, wir wollen ja nicht immer Leute anschreien, aber jetzt gucken hier wieder 1000 Leute, so, es ist jetzt wieder das Dorfevent, dass wir hier sind, jetzt fahren wir halt schneller weiter. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen hier in Ruhe frühstücken und so, aber es ist halt einfach voll schwierig mit denen, ja, damit umzugehen, dann, dass die einfach, wenn man sagt nein und man zeigt ja schon ein bisschen und ich habe mich ja schon mit denen auseinandergesetzt, trotz Sprachbarriere und dass es dann aber wieder nicht reicht. So, das ist halt, und dann haben sie auch noch, als ich dann auch gesagt habe, nee, fasst das nicht an, haben sie halt so sexuelle Gesten mir gegenüber gemacht, so respektlose, weil ich eine Frau bin wahrscheinlich und ja, darauf kann ich einfach nicht, da habe ich keine Lust drauf, deswegen fahren wir jetzt. Also man muss sich echt immer verstecken. Es hat jetzt nachts und so heute Morgen ganz gut geklappt, bis uns einer einmal gesehen hat, weil er um den Van gelaufen ist. Und dann ist halt zu spät, dann kommen sie alle an und akzeptieren dann halt auch kein Nein. Und Laura war ja schon voll nett zu denen, hat sich mit denen unterhalten. Wir können es ja auch verstehen, weil, naja, wir hatten halt nichts zu tun, sind wir halt die größte Attraktion dort. Aber wir sind halt keine Zootiere und wenn man dann irgendwann mal sagt so, nee, lasst uns jetzt mal in Ruhe oder nein, zum 100. Mal, wir wollen kein Selfie, weil warum wollt ihr ein Selfie mit uns, ihr kennt uns gar nicht, dann lassen sie es halt nicht. Und es waren halt auch wieder nur Typen, also wann können wir denn hier nochmal mit einer Frau sprechen in diesem Land? Und es ist ja auch viel Kulturelles, womit wir einfach als EuropäerInnen nicht klarkommen, wo man einfach sagen muss, das eckt an, das ist nicht unseres und das ist ja auch voll okay, aber dann ist Indien halt einfach nicht ein Land, was wir gerne mit dem Van bereisen. So, dann holpern wir jetzt einfach möglichst schnell nach Nepal hier. Es sind aber noch, warte, was waren es? Ich glaube so 400 Kilometer, aber selbst Google sagt, dass man 10 Stunden braucht, weil hier sind halt kaum noch größere Autobahnen, also es sind alles mehr oder weniger so Landstraßen, wo jede Richtung nur eine Spur hat, kein Mittelstreifen. Viel Verkehr, schlechte Straßen, dann dauert es natürlich lange. Deswegen müssen wir das, glaube ich, schon auf irgendwie 2 Tage
aufteilen. So, 10 Minuten gefahren, schon das erste Problem, weil es hier so holprig ist. Und wir haben unseren Wassertank mit so Lochdraht, heißt das glaube ich, am Boden festgemacht. Also nicht so eine richtige Aufhängung wie der Tank, der Dieseltank, was wir eigentlich hätten machen müssen. Deswegen wackelt der so ein bisschen hin und her. Weil er noch recht voll war, ist das jetzt irgendwie eine dieser Befestigungen gebrochen. Haben wir eben so ein komisches Geräusch gehört. Deswegen machen wir jetzt mal den Wassertank möglichst leer in unsere Kanister. Und dann müssen wir nochmal den Wassertank besser fixieren, dass er nicht so rumwackelt. Kommt ein Zug? Ich sehe keinen. Okay, hier weiß man ja nicht. Nee. Aber es gibt auch Schranken. So ein Strohhaus mit Satellitenschüssel. Ja, geil. Oh je, nacktes Kind. Okay, das wollen wir jetzt nicht filmen. Oh, noch eins. Wir fahren ja jetzt gerade durch Uttar Pradesh. Das ist einer der bevölkerungsreichsten, aber so wie es aussieht auch einer der ärmsten Bundesstaaten Indiens. Und die Leute leben hier mit so Art Bauernhöfen, aber halt quasi mit ihren Tieren sehr, sehr eng zusammen. Und ich finde das total krass, weil ich erinnere mich, dass wir mal im Religionsunterricht in der Grundschule darüber gesprochen haben, wie die Leute früher zu Jesus Zeiten so gewohnt haben. Und das war halt auch so Häuser mit so sehr flachen Dächern und mit den Tieren zusammen quasi, damit die auch, wenn es kälter ist, halt es auch warm haben und weil man einfach nicht so viel Platz und Ressourcen hatte und so. Und das ist hier halt ganz genauso. Und es ist schon krass, durch so ein Land des globalen Südens zu fahren, und da muss man sich ja nun mal einfach die ganze Zeit daran erinnern, dass es so ist, weil es uns oder auf Kosten der Menschen geht es so schlecht, weil es uns so gut geht. Weil wir halt sehr großen Wohlstand haben, sehr viele Ressourcen benutzen, werden die Leute hier halt ausgebeutet und leben viel unter der Armutsgrenze. Brauchst du nicht, Leute. Nee, brauchen wir nicht. Das ist ja schlimmer als in Georgien hier. Schallverkäufer. Was passiert hier jetzt wieder? Google. Oh je. Jetzt geht's wieder über den Ganges. Was ist das denn? Oh je. Was ist das? Wow. Hey Enrico! Mal anhalten. Alles klar? Ja. Ich dachte eben schon, wer macht da jetzt schon wieder so aggressiv Lichthupe hinter uns? Enrico kennt ihr aus Islamabad, der ist ein Italiener, der hier unterwegs ist, und er hat auf jeden Fall, glaube ich, bessere Erfahrungen als wir, soweit ich weiß. Bye. Bis in Nepal. Bye, bye. Ja, das war ja ein lustiger Zufall. Indien ist doch nicht so groß. Ja gut, aber ich glaube, in die Richtung zur Grenze gibt es jetzt auch nicht so viele Wege, und er war gerade in Varanasi, hat auch 2 Stunden aus der Stadt rausgebraucht und ist aber einfach jetzt schneller unterwegs und wird die Grenze morgen schon passieren. Ja. Und war jetzt aber cool, sein fröhliches Gesicht zu sehen, weil er mit dem Ganzen irgendwie ein bisschen entspannter umgeht. Er meinte auch, vielleicht ist nochmal was anderes, wenn man ganz alleine unterwegs sind. Das ist ja immer so. Dann ist der ein bisschen Zugang offener meist. Ja, genau. Aber er meinte, er hatte auch Situationen, wo er sich so im Van verschanzt hat und ein ganzes Dorf um ihn rum war. So ist Indien halt einfach. Aber dann fahren wir jetzt auch mal weiter. Ja. Oh, lecker. Oh nein. Ja, ja, wir fahren euch schon nicht rum. Weiß ich jetzt nicht. Falschfahrer! Noch ein Falschfahrer. Was ist das? Falschfahrer. Falschfahrer auf der A30 Richtung Nepal. Ist halt hier einfach normal und passiert auch in beide Richtungen. Also Leute da drüben fahren darüber, Leute hier fahren in die... Also Falschfahrer! Komm mal mit dem Fahrrad. Soll ich... Oh je, Achtung, Trecker. Oh Gott, ey. Bagger. Diese Autobahn ist einfach Anarchie. Oh je, LKW-Falschfahrer. Das war echt Banane.
Also statt dass jede Richtung 2 Spuren hat, gibt es einfach 2 Fahrbahnen, die in beide Richtungen gehen, so scheint es. Und dann kann man sich aussuchen, wo man fährt. Wenn ich für jeden Inder, den ich beim Pinkeln sehe, einen Shot trinken müsste, dann wäre ich jetzt schon richtig besoffen. Das war gestern auch schon, da haben wir glaube ich so 20 Männer dann am Straßenrand gesehen. Und heute gehen wir auch schon wieder auf die 20 zu. Man sieht hier auch ganz oft, dass Frauen oder Leute so Kuhfladen stapeln und die dann in die Sonne legen und trocknen und die dann zum Heizen benutzen. Und jetzt bei dem Wetter ist es ja voll schade, weil das weicht ja jetzt alles wieder durch und ist dann unbrauchbar. Dann müssen die dann alles nochmal neu machen. Voll Kacke, wortwörtlich. Und anscheinend, wenn es regnet und jetzt so dunkel ist, dann machen alle jetzt ihr Warnblinker an. Er könnte auch einfach das Rücklicht anmachen, dann würden wir ihn auch sehen, aber Warnblinker ist auch gut. Ja, ist denn jetzt hier schon Monsunzeit oder was? Uiuiui. Jetzt, wo es noch minimal hell ist, wollen wir noch einen Schlafplatz finden. Und hier ist ganz gut, weil das so eine Straße ist, die um die Stadt umherführt und auch noch gar nicht bei allen Web-Apps drin ist. Und wir hoffen, dass wir hier was relativ Ruhiges auf Asphalt finden, weil der Boden und alles weicht ja auch voll durch. Ah, hier zum Beispiel. Ja. Geil ist es nicht. Aber ich meine, hier kommt wahrscheinlich niemand. Das Einzige, was es halt ist, ist Rauschen. Und ich glaube jetzt nicht, also ein bisschen mehr Verkehr wird es geben, aber es wird ja auch ein bisschen weniger kommen. Und mal ein Gehupe hörst du so oder so in Indien. Und wir hoffen, dass da keiner gleich irgendwie oder bis nachts noch laut Musik spielt. Ich hoffe oder glaube, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Jugendlichen morgen früh hier vorbeikommen, auch ein bisschen geringer. Da habe ich nämlich echt nicht nochmal Bock drauf, schon wieder so eingekreist zu werden oder so. Ja, ist ganz praktisch, weil meistens gehen die Landstraßen halt hier genau durch die Stadt, durchs Dorf. Aber bei vielen Städten wird jetzt so eine Straße einmal drumherum gebaut. Dann ist der Verkehr in der Stadt natürlich auch nicht so schlimm und man kommt da besser durch. Und deshalb ist es hier recht ruhig, weil halt alle da in die Stadt eher fahren. Namaste. Sogar auf der Autobahn kommen hier die Inder an. 5 Minuten geparkt, da war der erste schon da mit seinem Fahrrad. Aber war ganz nett, war irgendwie ein alter Mann, der hier im Regen mit seinem Fahrrad fährt. Ich habe leider null von dem verstanden, was er uns sagen wollte, aber er war sehr nett. Hat uns, glaube ich, einfach nur gegrüßt oder meinte, es regnet oder irgendwas, weiß ich auch nicht. Naja. Und die Aussicht hier ist richtig schön über diese Felder. Weil als wir unsere Reise in Norwegen begonnen haben, da haben wir auch voll oft ganz nah neben der Straße geparkt, weil dann immer da diese Parkbuchten sind mit Picknickbank, schöne Aussicht. Da war natürlich nicht so viel los. Aber deshalb ja, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, jetzt mal hier neben der Straße zu parken. Wenn es noch regnet, dann rauscht es ja eh ganze Zeit so, dann hört man auch nicht so viel. Ja, wird schon ganz okay sein. Ich glaube, das ist besser hier, ja, als bei irgendeinem Dorf, wo wieder abends Leute ankommen. Und jetzt nach dem Regen können wir sowieso eigentlich nicht wirklich die Straße verlassen, weil es alles so matschig, dann bleibt man eh nur stecken. Naja, notfalls können wir immer noch weiterfahren. Hey, und ich finde so im Regen, wenn man eh im Van ist und die Fenster und so zu oder die Gardinen nicht so offen hat, dann ist es hier eh, ist eigentlich egal, wo man steht. Es ist eh gemütlich, es ist unser Zuhause so, als würden wir jetzt heute noch rausgehen und uns hier irgendwas angucken bei dem Wetter oder spazieren gehen. Ist halt nicht gerade. Nee. Oh je. Oh die Mücken-Horrorshow. Boah, ist das krass. Oh Gott. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sind die jetzt schon drin? Nee. So viele Mücken habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und die übertragen ja alle Malaria. Oh oh. Also teilweise. Ja, ja. Guten Morgen von der Autobahn. Wie hast du geschlafen? Mittel. Mittel? Aber jetzt nervt uns hier am Morgen immerhin niemand. Deswegen ist ganz gut.
Also es ist eigentlich ganz okay. Weil neulich haben wir abends auch, dachten wir, okay, dann stellen wir uns halt an die Tankstelle, so wie das auch die LKW-Fahrer und alle machen, weil da ist dann ja angeblich auch nicht gefährlich, aber innerhalb von 30 Sekunden, die wir da standen und geguckt haben, wo können wir jetzt parken, kamen halt schon wieder voll viele Leute an und ja, da hat man dann einfach keine Ruhe und auf der Autobahn sind einfach nicht so viele Menschen, deswegen ist es hier besser. Tägliche Aufgaben werden auch an der Autobahn gemacht. Okay, weiter geht die Reise, wir müssen noch einiges erledigen. Ja, ist wieder mehr zu tun, als man so denkt. Ja, nochmal groß einkaufen. Und Nepal ist so ein bisschen wie so ein Freizeitpark, wo man sich dann das Visum kaufen muss. Und je nachdem, was für ein Visum man möchte, hat es immer unterschiedliche Preise, die man in Dollar zahlen muss. Mit Scheinen, die nicht geknickt wurden, ab einem bestimmten Jahr und so weiter. Also ja, müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir da das richtige Geld haben, was wieder voll nervig wird, glaube ich. Ja, Aber jetzt gut. müssen wir erstmal irgendwo nochmal Dollar wechseln. Ja, toll. Ja. Also weiter geht die Reise nach Norden. Im nächsten Video passiert dann das. Ist da jetzt was bei uns kaputt? Der holt die Polizei, fahr schnell. Ist da jetzt was bei uns Fahr kaputt? einfach schnell. Und es geht mit unseren letzten Erledigungen im indischen Lärm weiter. Indien wäre ja auch schon mal 100-mal schöner, wenn der Verkehr nicht so krass wäre und nicht alle immer hupen würden. Also bringt eure Ohrenschützer fürs nächste Video mit. Bis dahin, happy journey!